Hallo, mein Name ist Lara Stappenbeck. Ich bin von der BIM-Leitstelle aus dem Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung in Hamburg. Ich halte den Vortrag heute zusammen mit meinem Kollegen Ahmed Salem und er wird später den restlichen Teil der Präsentation übernehmen. Zunächst starte ich. Ich erzähle heute etwas über die BIM-basierte Abstimmungsplattform für Großveranstaltungen und dafür haben wir folgende Agenda vorgesehen. Wir haben 5 Unterkategorien gewählt. Einmal die Zielrichtung, dann gehen wir auf die Arbeitsfelder ein. Wir gehen auf die technische Umsetzung ein für dieses Projekt und stellen Use Cases vor und zeigen auch, wie die Zukunft weiter aussehen kann. Zunächst zur Zielrichtung. Die Abstimmungsplattform, die wir entwickeln wollten, sollte sich im urbanen digitalen Zwilling mit einbinden, und zwar mit der BIM-Methodik. Dafür haben wir überlegt, dass wir BIM-Modelle, die für temporäre Bauvorhaben oder auch für Großveranstaltungen gebaut werden, dort integriert werden können. Und dabei gab es dann mehrere Kernfragen. Also einmal, wie überhaupt die BIM-Methode dort implementiert werden kann, welche Abstimmungsprozesse es bei Großveranstaltungen gibt und wie man das digitale Partizipationssystem zur Abstimmung mit der BIM-Methodik dort auch noch platzieren kann. Zunächst nochmal für alle vielleicht, um alle abzuholen. Also was ist überhaupt BIM? BIM ist eine kooperative Arbeitsmethode, bei der auf Basis von digitalen Bauwerksmodellen mit vielen zusätzlichen Informationen über das Bauwerk, aber auch angehängte Dateien, die Daten für den gesamten Lebenszyklus dieses Bauwerks abgebildet werden und in dem Modell verwaltet und auch transparent zwischen den Beteiligten ausgetauscht werden. Abstimmungen erfolgen dann am Modell und das Format für BIM ist dann das IFC-Modell. Kommen wir zu den Arbeitsfeldern dieses Projektes. Die Entwicklung einer Abstimmungsplattform bedarf jetzt bei uns 3 große Bereiche. Wir haben uns mit dem Veranstaltungsmanagement auseinandergesetzt, um überhaupt zu schauen, wie die Großveranstaltungen dort abgebildet werden können und was für Prozesse dahinter stehen. Wir mussten ein Konzept überlegen, wie überhaupt die IFC-Daten gespeichert werden können und dann nachher darauf zuzugreifen. Und ein BIM-Viewer, der Open Source ist, musste entwickelt werden, damit überhaupt die 3D-Modelle auch abgebildet werden können. Wichtig dabei war, dass alle diese 3 Punkte gleichzeitig betrachtet werden mussten und auch zwischendurch angepasst werden mussten, je nachdem, wie weit der Entwicklungsstand da war oder welche Anpassungen nötig waren. Gehen wir zum Veranstaltungsmanagement. Uns war wichtig, dass wir mit dem Webtool, also das Ganze standardisieren, dass man die Abstimmungsprozesse für verschiedene Veranstaltungen auf verschiedene Use Cases nutzen kann. Und jetzt als Use Case haben wir uns dann zunächst ausgesucht, dass wir den Hamburger Dom als Beispiel nutzen und die UEFA Fanzone, die dieses Jahr auch in Hamburg war. Und das waren unsere Beispielprojekte und dazu haben wir uns mit Veranstaltern ausgetauscht, um überhaupt die ganze Prozesskette dahinter zu verstehen. Und es war relativ analog auch zum Bauwesen. Auch da gibt es für die Veranstaltungsorganisation zuerst Bewerbungsphasen, danach kommen Planungsphasen, eine Genehmigung und danach die Durchführung. Und zuallererst war erst überlegt, dass wir bei der Bewerbung und bei der Planung uns einschalten mit dieser Abstimmungsplattform. Im Laufe der Gespräche haben wir aber gemerkt, dass es mehr Sinn macht, das zwischen Planung und Genehmigung zu machen. Und so sind wir jetzt dabei gelandet, dass unsere Abstimmungsplattform für eine Vorabstimmung vor der Genehmigung gedacht ist. Und das ist der Zeitpunkt, wo der Veranstalter mit den Behörden Sachen vorabstimmen kann, damit die Genehmigung nachher schneller läuft. So eine Abstimmung ist momentan noch nicht unbedingt gegeben. Wir haben verschiedene Workshops mit den Veranstaltern organisiert, um da die Ist- und die Soll-Prozesse auch durchzugehen. Und bei den Ist-Prozessen ist besonders aufgefallen, dass die Unterlagen für die Veranstaltung momentan meist x-fach in Papierform an verschiedene Beteiligte und an verschiedene Behörden gesendet werden.
Das sind meistens PDF-Formate oder Excel-Tabellen und dementsprechend auch sehr viel Aufwand nachher, das Ganze nachzupflegen und alles auf einen Stand zu bringen. Und der Sollprozess soll halt sein, dafür bietet sich die BIM-Methode super an, dass man einen Zugang für alle Beteiligten hat, dass die Unterlagen an einem Ort liegen, dass man von einem Modell spricht und die Aktualisierung dann auch dort für alle sichtbar sind. Für die Genehmigung einer Veranstaltung sind auch verschiedene Akteure Voraussetzungen und Unterlagen beizubringen. Auch das haben wir an unseren Use Cases einmal durchgeschaut. Und für diese beiden Use Cases waren jetzt zum Beispiel die Akteure Behörde für Wirtschaft und Innovation, für Inneres und Sport, für die Feuerwehr, Polizei, die Senatskanzlei, Hamburger Tourismus GmbH, die Verkehrsverbünde, HVV und auch Hochbahn, der Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer, die Anwohner, das City-Management, Baustellenkoordinierung, Domreferat, Millantor-Stadion und der Wegebau. Also viele unterschiedliche Personen, die damit zu tun haben. Voraussetzungen auch zu erfüllen. Dabei ist sicherlich das Wichtigste das Paragraph 31 SOG, also das Sicherheitskonzept. Es gibt aber auch Ausstandgenehmigungen, die Schaustellende, die eingeholt werden müssen. Es gibt Sondernutzungsanträge der öffentlichen Wege und Flächen, Festsetzung als Volksfest, Erlaubnis zur Entfernung von Stadtmobiliar, Ausnahmegenehmigung zu Befahren von Gehwegen und Fußgängerzonen und Anträge auf Hydrantennutzung oder Stromnutzung. Ja, dann sind am Ende Unterlagen einzureichen. Das sind die in PDF oder in Excel vorliegen bislang. Das ist einmal das Sicherheitskonzept und dabei sind sehr viele Pläne auch beizufügen. Flucht- und Rettungswege, Nettofläche, Überfahrschutz, für Sicherheits- und Ordnungsdienst und dann auch immer eine Auflistung von H-Nummern mit verschiedenen Infos. H-Nummern sind die Nummern, wie die Stände nachher auf so einer Großveranstaltung benannt werden. Die kriegen alle ihre eigene Nummer und da gibt es auch noch verschiedene Infos halt, die dahinter stehen. Kommen wir zum IFC-Speicherung. Wir haben vorher erstmal recherchiert, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und dabei sind 4 Möglichkeiten ins Auge gesprungen. Einmal die dateibasierte IFC-Speicherung. Das ist, ich würde sagen, klassisch, so wie man das kennt, auch im Explorer. Man erstellt einen Projektordner und dort werden dann die Modelle gespeichert. Das ist sehr einfach, das können die meisten auch, also auch einfach zu implementieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man eine Datenbank anlegt, zum Beispiel mit einer Postgres-Datenbank. Das ist erheblich aufwendiger, kann auch dann nicht jeder. Und bislang ist es so, dass wenn man mehrere Modelle in einer Datenbank speichert, manchmal bei der Herausgabe wieder Merkmale fehlen. Also ist noch nicht so ganz praktikabel. Da bedarf es vielleicht noch ein bisschen Forschungsbedarf. Dann gibt es den BIM-Server. Das ist kein direkter File-Server, sondern die Objekte werden objektorientiert dort abgelegt und gespeichert. Die Modelle können on the fly gefiltert werden, was ein guter Vorteil ist. Und auch mehrere Nutzer können gleichzeitig an einem BIM-Modell arbeiten. Und dann gibt es noch die CDE, also Common Data Environment. Das ist ein zentrales System zur Organisation, Auswertung und Koordination und so von einem Projekt. Das wird meist in Großprojekten genutzt und kann diverse Datentypen und Formate unterstützen. An sich eine super Sache, aber halt meist kommerziell und so halt für das CAD-Projekt nicht unbedingt geeignet, da wir auf Open Source setzen. Okay, deswegen haben wir uns dann für die einfachste Variante, also die Phase 1 dateibasiert entschieden. Dazu werden die Dateien, die wir haben, auf dem Server abgelegt. Später könnte das auch in unserer Urban Data Plattform passieren. Und nachher wird dann immer ein Link hergestellt, sodass dann immer auf die Quelldatei in dem entsprechenden Ordner verwiesen wird. Hier ist einmal die Architektur unseres Prototyps von der Abstimmungsplattform zu sehen. Wir haben unsere IFC-Modelle, die IFC-Daten und Dokumente und Fotos, die sieht man hier auf der rechten Seite auf unserem Dateiserver Daten-Hamburg gelegt. Und diese Daten werden weitergegeben an den Testprototyp in DPAS.
das ist ein Drupa-System, das liegt auch hier auf einem Testserver im Moment und dieses DPAS, dieser Testserver, kommuniziert mit dem Masterportal, in dem der BIM-Viewer mit SEOKit eingebunden wurde. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen Ahmed Salem. Ja, vielen Dank, Clara. Da würde ich mit dem BIM-Viewer weitermachen. Das ist auch die technische Umsetzung. Als erstes haben wir User Stories erstellt für die Entwickler. Wir haben das auch in 3 Kategorien aufgeteilt. Einmal das Thema Visualisierung der Modelle. Wie würden wir IFC-Modelle visualisieren? Auch mehrere Modelle zusammen. Wie laden wir die hoch? Wo speichern wir sie? Das zweite Thema ist das Thema Merkmale der Objekte, weil BIM ist nicht nur 3D, sondern auch mit den Informationen. Wie zeigen wir diese Objektmerkmale? Wie filtern wir sie? Und das letzte Thema ist Thema DPAS und Korrespondenz, dass man die 3D-Annotation erstellen kann und weitere Funktionen. Wir haben auch, oder wir zeigen auf diesem Video, wie man jetzt mehrere Modelle gleichzeitig visualisiert. In dem Fall sind es 5 Teilmodelle, die werden zusammengefügt und visualisiert, und weil die auch georeferenziert sind, dann passen sie zueinander. Und dann kann man auch das Modell von Hamburger Dom sehen und auch die Umgebung. Da sind auch Stadtmodell, Straßenbahnkataster und andere Modelle. Als Benutzer hat auch die Möglichkeit, die IFC-Dateien einzeln zu visualisieren. In dem Fall kann man eine Datei aus dem Rechner hochladen und visualisieren. Und dann kann auch zusätzliche IFC-Dateien visualisieren, und die sind auch georeferenziert. Die werden aber jetzt nicht gespeichert. Nachdem der Benutzer die Webseite aktualisiert, sind sie weg. Aber man hat hier die Möglichkeit, auch andere Einzelmodelle zu visualisieren. Wie erwähnt, ist für uns BIM nicht nur 3D. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, hier nach Kriterien zu filtern. Hier Beispiel Fahrgeschäfte, dann werden die Modelle hervorgehoben mit Farbe. Dann kann man auch das navigieren oder bestimmte Kriterien suchen, wie Flucht- und Rettungswege. Das ist auch wichtig für die Abstimmung für die Feuerwehr oder die Polizei. Man hat auch die Möglichkeit, bestimmte Fahrgeschäfte zu suchen, und dann wird in dem Fall reingezoomt. Da kann man auch wissen, wo das sich befindet. Es gibt auch die Möglichkeit, Abstände zu messen. Das ist auch wichtig für die Abstimmung, um zu schauen, ob die Flucht- und Rettungswege weit genug. Das sind auch nicht nur 2D-Abstände, sondern man kann auch 3D-Abstände messen. Und wir werden auch sehen, wie das für die Abstimmung genutzt wird. Um das Ganze einmal zu zeigen, haben wir Use Case erstellt. Das sind auch Daten, die wir mit den Veranstaltern zusammengearbeitet haben, und haben wir Fanzone 2024 ausgesucht. Wir haben das Ganze in DPAS gebaut, und wie in DPAS hat man die Möglichkeit, Informationen über die Veranstaltung zu erstellen, Fotos, aber auch Videos und paar Eckdaten für die Veranstaltung. Und dann gehen wir direkt zur Beteiligung, das auch was jetzt ganz neu ist, dass wir den BIM-Viewer in DPAS eingebaut haben, und dann sieht man auf der rechten Seite das BIM-Modell und auf der linken Seite die 2D-Karte. Aber die 3D-Anmerkung, die Annotation, die sind auch jetzt so gebaut, dass sie sowohl in 3D im BIM-Modell als auch in 2D zu sehen sind. Und die sind identisch, die werden auch live synchronisiert. Das bedeutet, der Benutzer hat die Möglichkeit, entweder die im 3D zu erstellen oder auf der 2D-Karte. Wir haben auch erwähnt, dass für die Abstimmung die Dokumente wichtig sind. Dann haben wir auch jetzt die Möglichkeit, dass man auch Dokumente als Anhang hinzufügt. Hier in dem Fall ist ein Lagerplan, da kann man auch das Gelände auswählen und die PDF öffnen. Und wie sieht es jetzt aus, wenn man einen Beitrag erstellen möchte? Da kann man jetzt navigieren und schauen, wie das ist. Aber vielleicht kurz davor auch die Möglichkeit, dass man
Merkmale, Objektmerkmale hinzufügt. Und da haben wir auch so eine Art Objektkatalog erstellt. Hier als Beispiel kann man das Fahrgeschäft oder ein Geschäft Lidl auswählen. Und da werden auf der rechten Seite die Merkmale eingeblendet, die für die Abstimmung notwendig sind. Jetzt sind wir bei Beitrag erstellen, da ein Szenario, als Beispiel die Feuerwehr misst einen Weg und das ist nicht breit genug, dann kann einen Beitrag erstellen und sagen, Abstand ist zu gering und auch als Beschreibung für diese Anmerkung, wie soll das aussehen. Man kann zum Beispiel hier sagen, das ist Arbeitsplatz-Sicherheit und das ist Anforderung, das ist kein Wunsch. Und dann geht man auf weiter und kann diese 3D-Annotation im BIM-Modell platzieren, wo diese Anmerkung vorhanden ist. Und dann wird diese Anmerkung veröffentlicht in diesem Verfahren. Und man hat auch die Möglichkeit, das zu kommentieren und auch zu sagen, wie der Stand der Bearbeitung ist. Und jederzeit kann man das BIM-Modell gleichzeitig mit der Anmerkung sehen und auch das Modell navigieren. Und somit ist Abstimmungsplattform mit allen möglichen Funktionalitäten, die wir am Anfang in der theoretischen Teil vorgestellt haben, konnten wir mit den Entwicklern umsetzen. Wir haben aber gemerkt, dass es auch noch zusätzlichen Bedarf gibt und deswegen zeigen wir auch die Zukunftsperspektive. Wir haben gesehen, dass auch die Umgebung, die Modelle, dass es schwierig ist, die GIS-Daten zu BIM-Daten zu transformieren. Deswegen haben wir auch gedacht, und das wird auch ein Projekt, das wir nächstes Jahr umsetzen werden, dass wir automatisierte BIM-Modellierung aus Daten des Geobasis-Fillings erstellen. Das ist praktisch, dass aus Geobasis-Daten wie DGM, Stadtmodell, Straßenbaumkataster, die IFC-Modelle on the fly modelliert und als IFC-Datei bereitgestellt. Das ist praktisch der Benutzer einen Umring erstellt und dann die Umgebung als IFC herunterlädt. Welche Komponente sind das? Zum einen ist das unser Masterportal, dann zusätzlich der BIM-Viewer, den wir auch jetzt umgesetzt haben, und zusätzlich die Workflows. Das haben wir alles als die BIM-Fabrik Hamburg benannt. Die BIM-Fabrik Hamburg soll so aussehen, dass auf der linken Seite Masterportal ist, unten links ist der BIM-Viewer und auf der rechten Seite ist Workflow. Wie sehen denn die Workflows aus? Also Workflows sind praktisch Datensätze, unterschiedliche Datensätze laufen durch automatisierte Prozesse oder Workflows und daraus entstehen IFC-Modelle. Diese IFC-Modelle sind nicht vorgefertigt oder liegen nicht irgendwo gespeichert, sondern die werden on the fly modelliert. Das ist ein Teil des Projektes Connected Urban Twins, wird auch nächstes Jahr umgesetzt. Und die Vorteile sind, natürlich werden die Prozesse dadurch automatisiert, vereinfacht und standardisiert. Ressourcen werden gespart und vor allem ist es eine Anwendung für alle, sei es Veranstalter, Architekten oder auch Planer. Wir haben auch mittlerweile einen Prototyp erstellt und zeigen, wie das aussehen könnte. Hier kann man die Karte navigieren, auch das BIM-Modell navigieren. Wir haben uns für bestimmte Apps entschieden. Einmal Straßenbaumkataster, Geländemodell, Stadtmobiliar und Stadtmodell. Diese Apps wollen wir im ersten Schritt realisieren. Damit wir auch zeigen, wie ein Workflow aussehen kann, haben wir Straßenbaumkataster als Beispiel. Da wird Benutzer bestellt ein Umring, so ein Rechteck, kann auch die Daten einblenden, die Bäume, und dann werden die Bäume gefiltert in diesem Rechteck. Dann ist das eine Art so Tabelle, werden die Daten einmal gezeigt, sind in dem Fall über 200 Bäume, man kann die Daten sichten, dann geht man wieder zurück, kann die Projektinformation eintragen und auch für uns wichtig die Georeferenzierung. Man kann auch die Objektinformation eintragen und was für uns auch wichtig ist, Level of Details. Man kann auch auswählen, wie das aussehen soll und dann auf Generieren
klicken, dann wird das on the fly modelliert und dann als IFC-Datei zum Herunterladen bereitgestellt. Dann kann man mit dem BIM-Viewer diese IFC-Datei oft öffnen und visualisieren. Und in dem Fall sieht das in 2D genauso aus wie auf der Karte, aber als BIM-Modell. Und zusätzlich kann man auch die Umgebung, die man auch mit den anderen Apps erstellt hat, als Beispiel Stadtmodell, auch einblenden und visualisieren. Und weil die Modelle georeferenziert sind, dann passen sie zueinander. Und somit können alle Beteiligten oder alle Akteure die Umgebung als BIM-Modelle generieren und herunterladen. Nein, natürlich ist die Dokumentation sehr wichtig und auch wichtig. Deswegen werden wir auch das ganze detaillierte Konzept einmal beschreiben und auch veröffentlichen. Und da sind alle Details zu finden. Zum einen für die BIM-basierte Abstimmungsplattform und zum anderen auch für die Automatisierung der BIM-Modellierung. Das sind auch unsere Kontaktdaten. Für Fragen stehen wir auch Ihnen zur Verfügung. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.